Hello und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video hier auf diesem Kanal. Ich muss zugeben, ich bin sehr aufgeregt und ich weiß gar nicht so richtig warum, aber ich wollte das jetzt unbedingt abfilmen und ich freue mich auch, dass ich es endlich mache. Mein Name ist Sophie, falls ihr mich noch nicht kennt. Hallo, ich bin eine Fotografin, hauptberufliche Fotografin und habe mich vor etwa einem Jahr selbstständig gemacht. Ich möchte euch ein bisschen den Hintergrund erläutern, wie es überhaupt dazu kam. Ich habe davor eine 3-jährige Berufsausbildung gemacht zur Porträtfotografin und diese Ausbildung ging im Sommer 2020 zu Ende. So, dass ich mich selbstständig machen möchte, das war schon lange vorher klar. Es war eigentlich schon ein mehrjähriger Traum von mir, dass ich mich irgendwann selbstständig machen möchte. Und letztlich wusste ich auch, mein Ausbildungsbetrieb wird mich nicht übernehmen können. Also habe ich bei Zeiten angefangen, meine Selbstständigkeit vorzubereiten. Habe ungefähr im 2. Ausbildungsjahr damit begonnen, einen ordentlichen Businessplan zu schreiben, Kostenpläne aufzustellen, alles in der Hinsicht. So, dass ich mich dann direkt nach der Ausbildung selbstständig machen möchte. Das war auch schon vor der Pandemie klar. Und dieses Thema hatte sich so manifestiert in meinem Kopf, dass es auch keine Alternative gegeben hätte mehr. Und deswegen hat mich der erste Lockdown auch nicht davon abhalten können, meine Selbstständigkeit in Angriff zu nehmen. Ich bin dann mehrere Monate lang Banken hinterhergelaufen, habe nach Fördergeldern, Fördermitteln gesucht, geguckt, was könnte ich bekommen, wie könnte ich finanzielle Unterstützung erhalten. Denn jeder, der ein Unternehmen aufbaut oder aufgebaut hat, weiß, das kostet erstmal richtig Geld. Und so viele Rücklagen hatte ich persönlich eben nicht. Die Umstände haben es allerdings sehr schwierig gestaltet, überhaupt an Fördergelder heranzukommen. Dadurch zog sich das, wie gesagt, über mehrere Monate. Nebenbei habe ich dann noch meine Prüfungsphase absolviert. Letztlich bin ich über dieses Fotostudio gestolpert, woraus ich heute hier filme. Und ich dachte mir damals, ja, du kannst es dir mal angucken gehen. Schadet ja nicht. Und dann habe ich mich so verliebt. Und der Vermieter war auch Feuer und Flamme für meine Idee, hier ein Fotostudio draus zu machen. Und somit war das für mich ein Zeichen des Schicksals, ein Zeichen des Universums, dass es genau der Weg ist, den ich gehen sollte. Und so konnte ich dann am 10.08.2020 eröffnen. Zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise über den ganzen Sommer, war die Pandemie ja quasi verschwunden. Es war alles erlaubt. Ich konnte noch ein paar Tage vorher meine Eröffnungsfeier so groß feiern, wie ich wollte. Alles war schön, alles war toll. Und dann im Herbst der 2. Lockdown. Und das war erstmal wie ein Stich ins Herz, dass ich mein Baby gleich wieder zumachen musste. Noch gar nicht richtig angefangen und schon wieder die Türen schließen. Somit war es keine einfache Situation, das gebe ich zu. Aber ich konnte mich davon einfach nicht wieder verabschieden, von dem Gedanken. Denn ich hatte meine Vision, ich habe immer noch meine Träume und meine Ziele vor Augen und die verfolge ich nach wie vor. Jetzt ist fast ein Jahr rum, seitdem ich eröffnet habe. Und ich muss sagen, ohne die ganze Pandemie wäre es mit Sicherheit einfacher gewesen. Wäre der Start mit Sicherheit etwas reibungsloser gelaufen. Trotzdem bin ich ultra zufrieden mit der Entscheidung. Ich bin so glücklich damit, diese Entscheidung getroffen zu haben. Denn ich merke jeden Tag, dass es genau das ist, was ich tun möchte. Und es genau das ist, was mich erfüllt. Und für mich ist das die Hauptsache, wenn es um den Beruf geht. Und es ist für mich das größte Geschenk, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte. Natürlich sind auch einige Veranstaltungen weggefallen. Sowas wie Hochzeiten oder Abschlussfeiern etc. Wurden alle abgesagt letztes Jahr. Also keine großen Feiern, keine großen Zeremonien mit 100 Leuten. Auch das fiel in diesem Jahr weg. Trotzdem glaube ich, es geht bergauf und irgendwann sind wir
an demselben Punkt wie vor der Pandemie. Und es werden wieder Veranstaltungen gemacht werden und dann wird doppelt und dreifach so hart gefeiert, hoffe ich. Von daher sehe ich das Ganze immer noch optimistisch. Ich hoffe, ihr tut es auch. Wenn ihr vielleicht in einer ähnlichen Situation steckt, dann lasst euch nicht unterkriegen. Dann lasst euch nicht von den äußeren Umständen so negativ beeinflussen in eurem Denken, sondern glaubt an das, was ihr könnt, glaubt an eure Vision und habt Geduld. Und Geduld ist etwas, das habe ich in diesem Jahr besonders gelernt. Ich bin von Natur aus kein geduldiger Mensch gewesen. Ich bin jemand, wenn ich was machen will, dann will ich das jetzt sofort machen. Dann will ich nicht erst noch warten und dann will ich das auch gleich richtig und groß aufziehen. Ja, das ging halt leider nicht. Genauso war es, ehrlich gesagt, auch mit der Entscheidung, YouTube zu machen. Ich habe mir gedacht, ich möchte es auf jeden Fall tun. Ich wollte das schon sehr lange tun, schon bevor ich mein Unternehmen gegründet habe, wollte ich sehr gern YouTube machen. Und dann, als ich angefangen habe, habe ich mir gedacht, ja, du machst es dann, wenn du eine Assistenz dir leisten kannst oder einfach jemanden, der dir dabei hilft. Und so habe ich das am Anfang immer weiter rausgeschoben, dachte mir, irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem es sich ergibt, dass ich YouTube gut umsetzen kann, perfekt umsetzen kann und groß aufziehen kann. Und das Gegenteil ist jetzt der Fall. Ich habe hier niemanden außer mich und ich bin kein gelernter Cutter, keiner, der halt mit Video groß zu tun hat. Das ist ein völlig neues Gebiet für mich. Aber ich habe Bock, mich weiterzuentwickeln in der Hinsicht. Ich habe Lust, Neues zu lernen und mich da reinzufuchsen. Und das muss ich halt jetzt alles alleine erstmal machen. Und das ist auch ein Grund, warum ich diesen Kanal jetzt doch schon starte. Denn ich möchte wegkommen von meinem perfektionistischen Denken, dass alles sofort 100% perfekt sein muss. Und ich dachte mir, es wäre doch super interessant auch, wenn ich einfach meinen Werdegang hier dokumentieren kann. Und irgendwann sind wir an dem Punkt, wo ich Angestellte haben werde, wo ich Mitarbeiter haben werde, die mich auch noch unterstützen können. Und dann können wir sehen, wie sich meine Videos immer weiter verbessern. Und das ist doch eigentlich cool. Fürs Erste müsst ihr mit dem hier so zufrieden sein, müsst ihr euch zufrieden geben mit dem, was ich euch liefern kann. Was könnt ihr erwarten von meinem Kanal? Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, es wird ein fotografiebasierter Kanal sein, denn das ist mein Job, das ist ein großer Teil meines Lebens und das ist meine größte Leidenschaft. Und ihr werdet hier alles rund um das Thema Fotografie sehen können, miterleben können, vielleicht auch etwas daraus lernen können. Und ich hoffe, ihr habt genauso sehr Bock wie ich. Wenn ihr mich supporten wollt, dann gerne mit einem Daumen hoch. Folgt mir auch gerne auf meinen Social-Media-Accounts. Vor allen Dingen auf Instagram bin ich sehr aktiv. Und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Lasst es euch gut gehen. Bye, bye.